Auf dieses Video habe ich sehr lange gewartet, denn es geht um Anthropic. Die sind so hot, dass man verstehen muss, warum die so hot sind. Die haben den Chatbot Claude, den kennt ihr auf YouTube, gibt ganz viele Videos, aber viele sagen so, ich verstehe aber nicht genau, warum jetzt diese Firma, warum Claude, muss mir sagen, ich habe doch ChatGPT. Wenn ihr aber verstehen wollt, was hier gerade passiert, warum so ein Unternehmen wie Anthropic so hot ist, dann könnt ihr eine ganze Menge davon lernen. Und wer gut lernen kann, der ist auch jobsicher, was KI betrifft. Deswegen schauen wir uns heute an, was für heißen Scheiß hat Anthropic veröffentlicht und warum ist das so spannend? Und für diejenigen von euch, die sagen, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, erkläre ich einmal ganz kurz, warum Anthropic, was machen die, was ist Claude und dann gehen wir in die heißen Themen rein. Das kriegt ihr alles heute. Anthropic ist entstanden von einem Team, die aus OpenAI rausgegangen sind, weil sie nicht mehr mit der Philosophie einverstanden waren, gesagt haben, wir gründen ein eigenes Unternehmen. Das Spannende ist, es sind 7 Co-Founder, die sich zusammengetan haben. Das heißt schon mal auch ein sehr komplexes Konstrukt, das Ganze zu navigieren und sind damit ein Milliardenunternehmen geworden. Riesig groß. Nicht so groß wie OpenAI, aber riesig groß und ein absolut relevanter Player in diesem Bereich. Das Besondere ist, Anthropic baut eben eigene KI-Modelle. Anders als beispielsweise Perplexity oder andere, die halt nur vorhandene Modelle nehmen und umbauen, bauen sie genau wie OpenAI eigene Modelle. Nur nicht die Infrastruktur, die nutzen sie von Amazon, aber das ist eine andere Story. Also, das Spannende an diesem Modell von Anthropic ist, sie veröffentlichen extrem viel darüber, wie sich die Modelle verhalten. Die System Prompts, wenn man sie liest, die könnt ihr mal nachlesen, versteht man, wie ein Modell tickt, was der Charakter des Modells ist und warum sich dann eine App wie euer Chatbot so verhält. Außerdem sehr viel Forschung über die Grenzen von Large Language Models und das ist der spannende Teil, über den wir nachher reden, sie kennen genau die Limitationen der Modelle. Das heißt, wo sind die Schwachstellen? Und anstatt zu sagen, geht alles nicht, wir müssen was Neues erfinden, finden sie sehr smarte, kreative Wege, um die stärker zu machen für den Alltag und wurden deswegen auch jüngst von Microsoft eingesetzt, um in Excel Sachen auszurechnen. Wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr, bevor wir da einsteigen, schauen wir uns einmal die Basics an, weil nur wenn man die Natur der Technologie und des Tools verstanden hat, kann man auch zum Profi werden. ChatGPT als Produkt ist schon sehr, sehr, sehr strong. Claude arbeitet trotzdem auch extrem gut im Browser. Es ist ein Chatbot, wie ihr ihn kennt, Text eingeben, Antworten bekommen. Und ihr könnt eben auch unterschiedliche Modelle auswählen. Und das sind, anders als in ChatGPT, Modelle von OpenAI, hier die Modelle von Anthropic. Sehr gute Modelle, sehr, sehr, sehr gute Modelle, die sich eben anders verhalten. Wenn ihr euch fragt, warum sollte ich das jetzt benutzen und nicht ChatGPT? Claude hat von Anfang an mit einem sehr, 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 sehr langen Kontextfenster gearbeitet bei den Instruktionen. Das heißt, ihr könnt in einem, sage ich mal, 20, 30, 40 Seiten langen Dokument runterschreiben, ich bin Christoph Magnussen, so schreibe ich meine E-Mails, das ist mir wichtig im Branding, das musst du auch noch beachten, in meiner Firma werden die Ablagen so gemacht und so weiter. Ihr könnt das in den Kontext hochladen und Claude kennt den dann und kann sich drauf beziehen. Das ist deutlich anders als bei ChatGPT oder bei Google oder auch bei Microsoft. Alles unterschiedliche Ansätze, mit diesen limitierten Kontexten der Modelle zu arbeiten. Und der Unterschied zu ChatGPT arbeitet mit Erinnerungen als Erinnerungsspeicher und kurzen Anleitungen, die ihr reingeben könnt. Die sind, glaube ich, 1500 Zeichen lang oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht ganz genau. Das heißt, deutlich länger in Claude. Und viele Menschen geben auch das Feedback, auch bei uns in den Kommentaren, die sagen, ja, irgendwie hat ChatGPT vergessen, wer ich bin. Und ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Die Modelle, die sind nicht fix. Die sind nicht einmal freigeschaltet und fertig, sondern die entwickeln sich über die Prompts, die auch reingegeben werden und das Feedback von uns und das Nutzerverhalten weiter. Da kümmern sich Teams drum bei den jeweiligen Firmen, die es machen, aber die entwickeln sich weiter. Und Anthropic kniet sich da so sehr rein, dass sie Sachen erfunden haben wie MCP, der heiße Scheiß letztes Jahr, Model Context Protocol, reden wir gleich drüber. Und jetzt ganz neu Skills, also Fähigkeiten des Modells. Das ist wirklich spannend, weil man daran merkt, wie sehr sich Anthropic damit auseinandersetzt, was man für das Modell macht. Leute, ich habe einen neuen Podcast genau zu dem Thema, wie wird man zum Pro, wie versteht man die Natur der Technologie. Der heißt AI to the DNA, den findet ihr hier auf YouTube, aber auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir tauchen wirklich in die Tiefe ein, um zu verstehen, was kann ich tun, um zum Pro zu werden und zu bleiben. Das ist die Idee dahinter und wir haben sehr, sehr, sehr viel positives Feedback von euch bekommen, also vielen Dank dafür und das ging deswegen jetzt auch schon ziemlich strong los. Also abonniert den Podcast auf der Plattform eurer Wahl, wo ihr Podcasts hört, AI to the DNA. Anthropic hat gemerkt, dass man zwar sehr viel ins Kontextfenster geben kann eines Modells. Das ist das, was ihr im Chatfenster auch habt. Das heißt, ich kann sehr viele Textbausteine, Tokens und so weiter eingeben. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wenn das zu viel ist, dann vergisst das Modell irgendwann, worum ging es nochmal ganz genau? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja? Also ihr habt einen Satz
Und das Modell weiß am Ende des Satzes nicht mehr, worum ging es am Anfang, vereinfacht gesagt. Was Anthropic dann gemacht hat, war zu überlegen, okay, wie können wir jetzt aber Datenbanken dran connecten, wie können wir mit riesigen Dateimengen arbeiten und so weiter. Und da hat jedes Unternehmen, die Modelle gebaut haben, irgendwas Eigenes gebaut. Und letztes Jahr, ich glaube im November war es, da hat Anthropic einen Artikel rausgehauen zu Model Context Protocol. Bedeutet ein Standardprotokoll, mit dem das Modell versteht, du hast hier was, auf das kannst du zugreifen, ein Server, von dem du quasi diesen Kontext ziehen kannst. So kann man sich das einfach vorstellen. Wie ein USB-Stick. Das Modell an sich, euer Chatbot, ist der leere Laptop, nichts drauf. Und jetzt geht ihr jetzt mal hin und sagt, hey, lass eine E-Mail schreiben und da ist nichts drauf. Der USB-Stick sind die Unternehmensdateien, packt ihr rein und auf einmal, cool, hier sind E-Mail-Vorlagen. Nice, da kann ich damit arbeiten. So, das ist eigentlich die Idee. Und wie der USB-Stick mit dem Laptop spricht, ist Model Context Protocol. Und weil sie das veröffentlicht haben, haben nach und nach alle, sogar Google, die normalerweise immer sagen, not invented here, wir machen was Eigenes, sogar Google haben das als Standard adaptiert. Und jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen und der könnte deutlich spannender werden als noch Model Context Protocol. Sie haben jetzt was Neues rausgehauen, ich glaube vor 3-4 Wochen. Das nennt sich Skills. Das heißt, Claude kann jetzt in den Einstellungen, geht ihr einfach in die Einstellung rein, in eurem Account, wenn es ein Teams-Account ist oder ein Pro-Account, Fähigkeiten bekommen. Also, dieses riesig lange Kontextfile von euch, weil ihr ja so viel mit KI arbeitet, wird immer länger, mit allen Beschreibungen, allen Details aus der Firma. Und irgendwann versteht Claude nicht mehr, wer ihr seid und wer was ist, weil das war einfach zu viel. Der Kontext ist voll. Also wenn ihr zu viele Bücher auf dem Schreibtisch habt und sagt, mir fällt gar nichts mehr ein, Lernblockade. Und hier kommen Skills. Um autonomer arbeiten zu können, muss ein Large Language Model selber entscheiden können, und das kann es auch, brauche ich jetzt gerade noch irgendwas dazu, um diese Aufgabe zu lösen. Also diese Modelle können zwar nicht rechnen, können sich aber einen Taschenrechner bauen. Die Modelle können zwar gewisse knifflige Sachen nicht lösen, können aber was coden, um es zu lösen. Weiß ich nicht, können selber vielleicht nicht alles rausfinden und halluzinieren, können aber im Internet suchen und es bestätigen. Das nennt man eben Tools, die sie benutzen können. Und Anthropic hat einen Standard eingeführt, einfach nur in einer Datei, die wie eine Textdatei aufgebaut ist, ein Markdown. Beispielsweise, wie macht man ein YouTube-Video? Wie wird eine Excel-Kalkulation gemacht? Wie rechnet man eine BWA? Wie schreibt man eine E-Mail bei uns im Unternehmen? Wie ist unsere Branding-Guideline? I don't know, mir fallen 1 Million Sachen ein, die man bräuchte im Alltag, die man einem Chatbot gibt, damit der die beherrscht. Und das machen Skills. Und das Interessante ist, damit wird eben nicht der ganze Kontext vollgeladen, sondern, und das ist der Clou, das Modell entscheidet in dem Moment, wenn ihr reinchattet, welchen Skill könnte ich gerade gebrauchen, und liest sich eben nicht alles durch, sondern nur die Instruction, die sich an eine bestimmte Struktur halten. Und das Geile bei Anthropic ist, die bauen das nicht ins Produkt rein, sodass es versteckt ist und es keiner sieht, sondern die hauen es raus, schreiben einen Blogbeitrag darüber und sagen, hey, können alle benutzen, weil macht total Sinn. Das Spannende sind ja nicht die Chatbots mit Chat, Antwort, Chat, Antwort. Das Spannende ist Agentic. Also das heißt, ihr gebt eine Aufgabe und die KI arbeitet autonom an dieser Aufgabe. Und hier ist der interessante Punkt. Anthropic hat nicht einfach nur irgendein Tool reingebaut und man kann jetzt Dateien reinladen und fertig, sondern ein Skill folgt einer festen Struktur. KI-Modelle, die bekommen JSON-Format oder YAML-Format. Das ist auch nichts Spektakuläres. Es ist einfach ein Schriftformat im Codebereich, der einer gewissen Struktur folgt, sodass man sagen kann im Code, jetzt kommt ein Skill, hier ist die Struktur. Mehr nicht. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, dann sagt ihr ChatGPT, gib mir das im YAML-Format aus oder gib mir das im JSON-Format aus oder fragt Claude. Das ist ja nicht so schwer. Und diese Struktur, an die muss man sich halten, das steht in der Dokumentation, und dann könnte sie in jeden Chatbot oder auch in jeden Code eingebaut werden für ein Agent. Und da wird es interessant. Damit wird das Ganze skalierbar. Das heißt, verbraucht deutlich weniger Tokens, funktioniert super schnell, und das ist das Interessante daran. Und dann merkt man plötzlich, ach krass, das geht wirklich in die DNA des Unternehmens. Ihr müsst Prozesse ganz anders denken, als jetzt zu sagen, okay, wo ist jetzt der Chatbot, der mir Fragen beantwortet? Könnten wir nicht alles aus unserer Datenbank da reinschmeißen? Nein, es geht darum, die Sachen anders aufzubereiten. Wir haben das gerade in den letzten Wochen bei Blackboard gemacht. Ich habe die gesamte Datenbank von uns durchgearbeitet, alte Sachen aussortiert, neu sortiert und so weiter. Jetzt kann man die durchsuchen lassen und aus bestimmten Themenbereichen Skills bauen, mit denen man dann daran arbeitet. Das ist das Potenzial dahinter für die Zukunft. Super spannend. Und ich würde mich schwerst wundern, wenn das nicht schon während wir dieses Video raushauen ziemlich hot ist, aber es wird definitiv im Laufe des nächsten Jahres noch hotter.
Lassen wir es mal dabei stehen. Ihr könnt noch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ansonsten, eure Aufgabe ist auch ein bisschen nachzulesen, reinzuschauen. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich, diesen Blick zu machen und ein bisschen technisch zu werden. Es ist nicht so super kompliziert und diese Zusammenhänge zu verstehen, bringen euch wirklich nicht nur einen Schritt nach vorne, die bringen euch 10 Schritte weiter nach vorne als der Rest. Das lohnt sich. Mein Take ist, Anthropic ist so innovativ und haut so viel raus und macht das auch schnell und bedacht. Ich glaube, wir werden von denen noch einiges sehen. Die haben mit Claude Code zum Beispiel, dem Coding Agent, ein mega wow-Ding gelandet. Und ich habe immer noch das Gefühl, es könnte sein, dass wir von denen einen größeren Take erleben als zum Beispiel von OpenAI. Man darf nicht vergessen, Apple war auch mal der Underdog. We will see. Also, ich glaube, es lohnt sich hinzuschauen. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid und abonniert unseren neuen Podcast AI to the DNA. Ansonsten kommentiert rein, wenn irgendwas jetzt nicht gut genug geklärt war, mache ich es nochmal. Abonniert den Kanal, teilt das Video, denn KI macht zusammen mehr Spaß als alleine und wir sehen uns nächste Woche.